Das richtige Timing ist entscheidend, um im Aktienmarkt richtig dicke Gewinne zu machen. Zeit im Markt schlägt das richtige Timing im Markt bei der Rendite. Diese Aussagen hörst du immer wieder, wenn du dich mit Aktien beschäftigst. Doch welche dieser Aussagen ist eigentlich richtig? Heute wollen wir uns mal genauer anschauen, wie Zeit im Markt das Timing des Marktes bei der Rendite schlagen kann. Dir ist sicher schon mal der Begriff Cost-Average-Effekt oder Dollar-Cost-Averaging begegnet. Und du hast dich gefragt, was bedeutet das eigentlich und wie geht das? Cost-Averaging bedeutet, dein Investment auf einen Zeitraum zu verteilen, statt dein Geld einmalig anzulegen. Doch was bringt dir das eigentlich? Und wie kannst du mit dem Cost-Average-Effekt auch Geld verdienen, wenn dir eine Aktie fällt? Genau diese Fragen werden wir heute nach dem Intro beantworten. Wir sind Leben in Freiheit und unsere Mission ist es, jedem eine gute Finanzbildung zu ermöglichen. Willst du uns unterstützen? Dann lass diesem Video doch einen Like da, damit der YouTube-Algorithmus unser Video noch mehr Menschen zeigen kann. Bevor wir uns der Frage widmen, wie du durch Cost Averaging mehr aus deinem Investment machst, müssen wir uns mal kurz eine Übersicht verschaffen. Was ist der Cost Averaging Effekt eigentlich? Wenn du dich dazu entschieden hast, dein Geld in eine Aktie zu investieren, ist der normale Weg, das Geld zu nehmen, welches du investieren willst, und es auf einen Schlag zu investieren. Denn schließlich kann die Aktie ja morgen schon mehr Geld wert sein. Doch wie so oft passiert es, dass die Aktie erst einmal etwas sinkt, dann wieder steigt, wieder sinkt und so weiter. Und dann denkst du dir, Mist, warum habe ich nicht noch mit dem Investment gewartet? Genau hier kommt das Cost-Average-Verfahren zum Einsatz. Statt dein ganzes Geld auf einen Schlag zu investieren, verteilst du es auf mehrere Zeitpunkte, um einen niedrigeren Durchschnittseinkaufskurs zu haben. Damit kannst du dann sogar Gewinne machen, wenn der Aktienmarkt fällt. Wie das funktioniert? Lass uns dazu ein Beispiel betrachten. Stell dir vor, die Aktie, welche du kaufst, entwickelt sich folgendermaßen. Wir nehmen einfach an, zu Beginn hat die Aktie 100 Euro gekostet, zum Ende hin dann auch wieder 100 Euro. Wenn du die Aktie nun für einmalig 500 Euro gekauft hättest, wäre dein Investment zwischenzeitlich 750 Euro in der Spitze und 250 Euro im Tiefwert gewesen. Am Ende wäre dein Investment jedoch wieder genau 500 Euro wert, sodass du keinen Verlust, aber auch keinen Gewinn gemacht hättest. Wenden wir hier nun das Cost-Averaging-Verfahren an, sieht die Entwicklung ganz anders aus. Du willst wieder 500 Euro investieren, teilst diesmal das Investment auf 5 Chargen à 100 Euro auf. Bei dem Startkurs von 100 Euro bekommst du also eine Aktie. Steigt der Kurs auf 150, bekommst du für deine zweiten 100 Euro eine 2/3 Aktie. Bei dem Kurs von 100 Euro bekommst du dann wieder eine Aktie. Für deine vierten 100 Euro bekommst du bei einem Kurs von 50 Euro 2 Aktien. Für deine letzten 100 Euro bekommst du bei dem Endpreis von 100 Euro je Aktie also nochmal eine Aktie. Du denkst dir jetzt vielleicht, okay, dann habe ich doch weder Gewinn noch Verlust gemacht. Schauen wir uns doch an, wie viele Aktien du am Ende hältst. Summieren wir die Aktien auf, sehen wir, dass du nun 5,66 Aktien zu einem Wert von je 100 Euro hast. Das bedeutet, dass dein Investment nun 566 Euro wert ist. Du also 66 Euro Gewinn nur durch den verteilten Kauf der Aktie gemacht hast. Man könnte also sagen, du hast mit der Aktie Gewinn gemacht, als diese an Wert verloren hat, da du zu dem Zeitpunkt einfach mehr Aktien kaufen konntest. Nun ist die vorhin gezeigte Aktienkurve eher ideale Theorie als wirklich Realität. Schauen wir also als Beispiel die Entwicklung eines Fonds an. Zu Beginn kaufst du in einem Einmalszenario 6 Aktien für je 100 Euro, also im Gesamtwert von insgesamt 600 Euro. Am Ende ist jede Aktie knapp 50 Euro wert. Dein Einmalinvestment ist also noch gerade 304 Euro wert. Nun schauen wir uns an, was das Cost-Averaging-Verfahren dir gebracht hätte. Zu Beginn kaufst du eine Aktie für 100 Euro. Dann steigt der Aktienkurs um 56%, sodass du eine 2/3 Aktie kaufen kannst. Beim anschließenden Kursverfall von 23,5% sind es bereits 0,8 Aktien. Beim Verfall von 24,2% kannst du schon 1,1 Aktien kaufen. Beim 5. Mal bekommst du für deine 100 Euro 1,13 Aktien. Zum Schlusskurs von 50 Euro kaufst du dann nochmal knapp 2 Aktien. Somit besitzt du zum Schlusskurs von 50 Euro etwas mehr als 6,5 Aktien, welche einen Wert von 340 Euro haben. Das heißt, du hast zwar Verlust gemacht,
jedoch knapp 36 € weniger als beim Einmalkauf. Wir sehen also, dass du durch den Cost-Average-Effekt dein Timing-Risiko verringern kannst. Heißt das also, dass Cost-Averaging immer sinnvoll ist? Jein. Die Antwort ist, es kommt drauf an. Wenn du ein volatileres Investment tätigst, also beispielsweise in Wachstumsaktien oder Krypto, ist Cost-Averaging sehr sinnvoll. Denn dann bekommst du für dein Geld durch die Hochs und Tiefs einfach mehr Aktien. Wenn du jedoch in schwankungsarme ETFs oder Immobilienfonds investierst, macht Cost-Averaging keinen Sinn. Denn hier sorgen die konstanten Steigungen eher für eine schlechtere Rendite als beim Einmalinvestment. Wir sehen also, dass du mit dem Cost-Averaging eine bessere Rendite einfangen kannst als mit einem Einmalinvestment. Je volatiler die Kurse sind, desto größer ist dabei dann die Differenz zwischen Einmalinvestment und Cost-Average-Investment. Cost-Averaging kann dir auch dabei helfen, deine Verluste in schlechten Marktphasen zu reduzieren. Du solltest das Cost-Averaging-Verfahren nicht nutzen, wenn du in schwankungsarme bzw. konstant steigende Anlageprodukte investierst. Wenn du deine eigenen Finanzen managen willst und auf dem Weg in die finanzielle Freiheit bist, brauchst du vor allen Dingen eine Sache: finanzielle Bildung. Und genau dafür haben wir diesen Kanal ins Leben gerufen. Unterstütze uns, indem du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und uns ein Abo dalässt, denn dadurch kann unser Video noch mehr Menschen helfen. Auf der linken Seite findest du die Playlist mit Videos zum Thema Finanzen allgemein. Bis zum nächsten Mal, dein Leben in Freiheit.